Ménage à trois. Hiermit gebe ich hochoffiziell bekannt, dass dieses Experiment leider gescheitert ist. So. Wir machen ein neues Experiment. Den Versuch einer Freundschaft. Ich habe eingesehen, dass es keinen Sinn macht, gegen die Realität anzurennen. Julia liebt dich. Sie ist deine Frau. Ich muss mich damit abfinden, dass ich ihr Bruder bin. Das ist mein Pech. Danke übrigens. Wofür? Dafür, dass du Papa nicht gesagt hast, wie viel Geld ich verspielt habe. Wenn du sie nicht erzählen willst, von mir erfährt das bestimmt nicht. Haben Sie denn wirklich nichts gemerkt? Julias Kind ist von Jan. Nein, das kann nicht sein. Sind Sie sich da so sicher? Sie sind verrückt. Verrückt und pervers, dass Sie Ihrer eigenen Tochter sowas zutrauen. Na und? Verbotene Früchte schmecken doppelt so gut. Sie den Mund verdammt noch mal, sonst... Sonst? Was? An Ihnen mache ich die Finger nicht mehr schmutzig. Habe ich's mir doch gedacht, Sie trauen sich nicht. Ja, reden Sie nur. Ich lasse mich von Ihnen nicht mehr provozieren, das passiert mir nicht nochmal. Sie können mir erzählen, was Sie wollen, ich glaube Sie Ihnen doch nicht. Julia und mich bringt nichts mehr auseinander. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nimmst du mal? Ach, Moment. Na, wie wär's? Ich brauche eine Sozia. Also ich habe heute noch nichts vor. Hast du in Latein wieder mal nicht aufgepasst? Ich habe Sozia gesagt. Hast du Lust? Klar. Bist du Florian? Ach ja, ihr kennt euch ja noch nicht. Das ist mein kleiner Bruder Florian, das ist Ela. Hi. Bist du eine Freundin von Susanne? Ja. Und nebenbei bin ich auch noch mit deinem Vater zusammen. Du meinst, du bist Papas Freundin? Ja, genau, das meine ich. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal auf der Kö war. Ich glaube, das war noch vor Einführung der neuen Ladenöffnungszeiten. Ich weiß nur, das war eine fürchterliche Hektik. So selten gehen Sie bummeln? Wo geben Sie denn Ihr ganzes Geld aus? Das verschwindet von ganz allein. Wenn ich nur daran denke, was mich Friedenau kostet. Zahlt dir denn der Staat nichts dazu? Ich denke, Friedenau ist sowas wie ein Baudenkmal. Ach, das interessiert den Staat doch nicht. Aber was soll's? Solange ich mir diesen kleinen Luxus gerade noch so leisten kann. Hm? Aber gerade noch so. Ja. Komm, lass uns gehen. Ich Ja. zahle auch fürs Parkhaus. Oh, toll. Bleibt ruhig sitzen. Ah nee, wir sind auch gerade fertig. Ja, ja. So. Ich hätte nie geglaubt, dass es mit euch beiden so gut klappt. Ich freue mich sehr. Sehen wir uns noch mal? Ich glaube, wir gehen noch ins No Limits. Na, macht nichts. Morgen früh um 11 zum Brunch. Ja? Genau. Okay. Dankeschön. Bitte sehr. So, ihr beiden. Einen schönen Tag. Alles Gute. Den werden wir bestimmt haben. Tschüss. Barbara findet es wunderbar, dass wir zusammen sind. Und du? Was ist denn das für eine Frage? Oh Mensch, das ist toll. Das ist echt eine super Fahrerin.
Du bist aber auch eine gute Beifahrerin. Willst du einen Tee? Oh ja, ist ja schon ein bisschen kalt. Ich will ja nicht, dass meine Sozia sich auch noch erkältet. Na los, Füße in die Luft. Prima, gleich hast du. Ja, Vorsicht, bitte. Super. Ja, ganz toll. Siehst du, es geht. Ja. Hallo, Tim. Tim ist da. Na, sowas. Bei Clarissa? Und? Nichts. Wie nichts. Habt ihr nicht über die Reise gesprochen? Nee, dazu sind wir irgendwie nicht gekommen. Na ja, aber über irgendwas müsst ihr doch gesprochen haben. Klar, Und worüber? über dich und über Jan und über das Kind. So? Was meinte sie denn? Sie hatte Was hat sie? kaum Zeit. Ich muss wohl ein andermal mit ihr reden. Der Tipp mit dem Finanzberater war wirklich eine gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mein Image ein bisschen aufpoliert. Ihr Image? Aber sie kennt doch sowieso keiner. Es soll sich ja gerade ändern. Wie wär's mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Waisenkinder? Das bringt immer viel Presse. Ach ja, ich erinnere mich. Die Hexe von Friedenau. Das war wirklich ein echter Clou. Also wie gesagt, ich werde einen Imageberater engagieren. Vielleicht könnt ihr mir einen fähigen Mann empfehlen. Einen Mann? Soll der Ihnen auch anderweitig zu Diensten sein? Eine Frau würde es auch tun. Hauptsache Profi. Also einen ausgesprochenen Imageberater wüsste ich nicht, aber ich kenne da einen sehr fähigen Marketingmann. Kennt er sich auch mit PR aus? Weiß nicht. Frag ihn doch einfach mal. Gib dir seine Nummer. Hm? Ich krieg richtig Lust, auch den Motorradführerschein zu machen. Dann könnten wir zu zweit fahren. Ja, ist eine prima Idee. Dann machen wir einen Trip durch die Staaten. Wir beide auf der Route 66. Von Motel zu Motel, wie in so einem Roadmovie. Genau, da borgen wir uns zwei so Chopper aus. Born to be wild. Sag mal, was kostet der Führerschein eigentlich? Kommt drauf an, wie viele Fahrstunden du brauchst. Okay, dann wird's teuer. Wieso das denn? Naja, ich bin ja nicht gerade die Geschickteste im Umgang mit Maschinen. Dafür wird's noch reichen. Die Theorie schaffst du schon. Und das Fahren können wir gemeinsam üben. Auf dem Verkehrsübungsplatz. Meinst du? Ja, klar. Ich sehe da nur ein Problem. Welches denn? Arno. Ich glaube nicht, dass er begeistert sein wird, wenn du auch noch unter die Biker gehst. Das lass doch mal meine Sorge sein. Das bringe ich ihm ganz schonend bei. Dir scheint es ja richtig Spaß zu machen, nach so langer Zeit mal wieder hinter dem Tresen zu stehen. Aber weißt du, was das Allerschönste ist? Na? Dass Cleo mich gleich wieder ablöst, wenn sie aus der Küche kommt. Mir gefällt es nämlich auf der anderen Seite vom Tresen irgendwie noch viel besser. Was machen wir eigentlich heute Abend? Wir gehen ins Tunnels. Das ist eine Soul-Party. Keine schlechte... Na sowas. Du hinterm Tresen? Hast du diesen kleinen Nebenerwerb auch brav der Personalabteilung gemeldet? Ich glaube, was ich in meiner Freizeit tue, das ist allein meine Sache. Natürlich. Das war nur ein Scherz. Machst du mir einen Kaffee? Ich muss erst mal in der Personalabteilung fragen. Das war auch nur ein Scherz. Ich mach dir deinen Kaffee. Ich kann doch meine Chefin nicht verdursten lassen. Du, das wäre auch ziemlich dumm von dir. Ich sitze da drüben. Das war ja klar. Da stehe ich einmal hinterm Tresen und die taucht hier auf. Was will die denn hier? Keine Ahnung. Hallo, ihr zwei. Hi. Oh, Sophie, heute mal hinterm Tresen. Wie du siehst.
Und bei dir? Alles in Ordnung? Alles bestens. Und wie geht's dir? Gut. Ich habe zwar viel zu tun, aber das habe ich ja noch nie gestellt. Sag mal, ist eben zufällig eine jüngere Dame hier reingekommen? Wieso? Ich habe eine geschäftliche Verabredung. Ich weiß leider nicht, wie sie aussieht. Wie heißt die Dame denn? Von Anstetten. Tanja von Anstetten? Genau. Tja, die sitzt da drüben. Sehr gut. Bringst du mir bitte den Kaffee an den Tisch? Warte. Ja, du kannst ihr ihren gleich mitbringen. Ja, okay. Leider. Hey, du kannst mich jetzt nicht rausschmeißen. Ich war kurz davor reinzugehen. Ja, natürlich kann ich dich rausschmeißen. Du hast mich doch eben auch rausgeschmissen. Was soll denn das? Es sind die Regeln. Du hättest auch den nehmen können, aber nein, du schmeißt mich raus. Alles klar. Das macht ja keinen Spaß. Das gibt Ärger, das mag ich mir. 6. Na ja. So. Und noch eine 6. Ja, jetzt wart's ab. Und jetzt kommt's. 1. Scheiße. Tja, dann willst du nicht doch mitspielen? Nee, lass mal. So spannend finde ich das nicht. Hey, nun komm schon, das macht wirklich Spaß. Aha. Vor allen Dingen, wenn ich dich ständig rausschmeißen kann. Ah, schon wieder. Ja. Ich hoffe, der Kleine erbt nicht einen Hang zum Sadismus. Das wird sonst der reinste Quälgeist. Woher willst du denn wissen, dass es ein Junge wird? Ach, weißt du das? Das spüre ich. 5. Ich leg mich mal kurz hin. Ich bin irgendwie tierisch müde. Sophie, bringst du uns bitte eine Flasche Champagner und 2 Gläser? Hm? Champagner? Was gibt's denn zu begießen? Das kann ich nicht verraten. Geschäftsgeheimnis. Ich will dir ja nicht reinreden, aber Tanja solltest du mit Vorsicht genießen. Ach, wieso? Sie ist ein falsches Biest, eine Betrügerin. Natürlich, wie Clarissa. Das muss in der Familie liegen. Markus, ich meine es ernst. Die ist schon ein paar Mal haarscharf am Gefängnis vorbeigeschlittert. Na, sowas. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch Sophie. Die kennt sie nämlich noch besser. Ach, Gero, was soll denn das? Das bringt nichts. Markus nimmt das sowieso nicht ernst. Ja, wenn sie ihn reinlegt. Dann ist das ja wohl nicht unser Problem, oder? Hier. Dein Shampoos. Dankeschön. Warum erzählst du ihr nicht von Henning? Weil es mir egal ist, was Markus macht. Und dir sollte es auch egal sein. Ja, aber wir können ihn doch nicht so ins offene Messer rennen lassen. Oh, da bin ich wieder. Oh, danke schön, Sophie. Kein Problem. Hier spielt die Musik. So, das dürfte reichen fürs Kino und für eine Pizza obendrauf. Eigentlich wollten Ramon und Florian mich einladen. Oh, du kannst damit nichts anfangen. Na, wie schade. Tschüss, Arno. Anna, wir müssen. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Bis nachher. Ich komme ein bisschen früher zurück. Die anderen wollen noch abtanzen. Ciao. Gut, bis dann. Was hältst du davon, wenn wir morgen mal nach Weidenpesch gehen? Das Renntag. Zum Pferderennen. Da laufen ein Haufen interessanter Leute rum. Und man könnte eventuell sogar ein bisschen wetten. Wetten? Ich bin doch nicht bescheuert. Damit ich auch noch einen Haufen Geld Was war das denn? Ein Haufen Geld verlieren? Warum erzählst du mir nicht mal, was wirklich im Casino passiert ist? Wir sollten echt öfter hier einkaufen. Außerdem ist es gar nicht so viel teurer als das abgepackte Zeug im Supermarkt. Ne? Und bestimmt viel gesünder. Guck dir mal die Eier an. Die sind doch viel größer als ein Ei aus einer Legebatterie. Ein Ei davon zum Frühstück und ich bin satt. Vielleicht sollten wir Markus zu einem richtigen Bauernfrühstück einladen. Das ist alles. Bei der Gelegenheit noch mal über Tanja reden. Was meinst du? Bitte. Ich weiß nicht. Außerdem hat Markus sich so selbstherrlich benommen, irgendwie, als du das mit Tanja erzählt hast. Ja,
Bestimmt denkt er jetzt, ich bin so ein total übervorsichtiges Weichei. Lass ihn bloß denken, was er will. Wir wissen ja, dass es nicht so ist. Ja, Clarissa hat unsere Warnung auch schon in den Wind geschlagen. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Markus und Clarissa scheinen sich tatsächlich zu verstehen. Vielleicht ist er ja immun gegen Schlangengift. Vielleicht hat er bisher auch nur Glück gehabt. Vielleicht ist Clarissa ja gerade dabei, sich Hör einfach mal auf, dir Markus' Kopf zu zerbrechen. Hm? Er muss seine eigenen Fehler machen. Aber warum, wenn wir sie ihm ersparen können? Ich meine, da ist doch nichts dabei, wenn man sich Sorgen macht, Aber oder? du übertreibst es ein bisschen. Sag mal, willst du eigentlich, dass Tanja ihn in irgendwas reinzieht? Bist du verrückt? Warum sollte ich das wollen? Ja, was weiß ich, vielleicht willst du ihn ja absichtlich in sein Unglück rennen lassen. Spinnst du? Ja, du hast ihn nicht vor Tanja gewarnt. Dabei müsstest du am besten wissen, wozu sie fähig ist. Jetzt hör mal gut zu. Wir haben mit Markus Schluss gemacht. Eigentlich sollte es uns egal sein, in was für eine Scheiße er sich reitet. Was ist jetzt? Wenn wir noch was essen wollen, dann müssen wir jetzt los. Ich habe noch einen Termin. Was denn für ein Termin? Ich dachte, wir wollten zusammen zur Soul Party ins Tunnels. Die Soul Party. Scheiße, hab ich völlig vergessen. Ich muss in so eine Provinzdisco nach Hilden. Da treffe ich einen DJ. Nach Hilden? Wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich befürchte allerdings, dass es wirklich sehr provinziell wird. Nee, ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Dann musst du alleine ins Tunnels oder fragt Markus, ob er mitkommt. Vielleicht ist er inzwischen mit Tanja durch. Ich hoffe, der Kleine erbt nicht einen Hang zum Sadismus. Das wird sonst der Reiz der Quälgeist. Woher willst du denn wissen, dass es ein Junge wird? Ach, weißt du das? Das spüre ich. Herzlichen Glückwunsch. Komm rein. Schaut mal, wer da ist. Was ist hier denn los? Ich muss dir was sagen. Also, ich glaube, ich bin schwanger. Ich schlage Ihnen eine zweigleisige Strategie vor. Traditionelle Pressearbeit und Events. Vor den Events sollten Sie sich allerdings noch intensiv coachen lassen. Nicht zuletzt auch für eventuelle Fernsehauftritte. Würden Sie das ebenfalls übernehmen? Nein, da würde ich Ihnen einen guten Trainer empfehlen. Naja, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, könnte ich ja meine Kenntnisse in dem Bereich etwas auffrischen und ein kleines Seminar mit Ihnen machen. Wann können Sie damit anfangen? Heißt das, Sie geben mir den Auftrag? Wenn wir uns über den Preis einig werden, Ich kann Ihnen bis morgen einen genauen Kostenvoranschlag machen. tun Sie das. Dann können wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Oh, Soll ich eine neue bestellen? nein, ich habe eine viel bessere Idee. Wir fahren zu mir und setzen da unsere Unterhaltung fort. Das können wir gerne machen. Morgen. Sie möchten doch sicher so schnell wie möglich meinen Kostenvoranschlag sehen. Auch wieder wahr. Nein, ich weiß nicht, was es ist. Ja, es zieht ganz doll. Ganz tief drin. Nein, lieber nicht. Ach Quatsch, du kannst doch jetzt nicht noch mal los. Er schläft. Du, ich weiß nicht, ob ich ihm das überhaupt sagen soll. Er macht sich wieder nur Sorgen. Ja, wegen der Chemotherapie. Nein, es geht mir schon viel besser. Es tut so gut, deine Stimme zu hören. Deine berufliche Besprechung mit Tanja scheint ja der volle Erfolg gewesen zu sein. Wie kommst du denn darauf? Naja, also wie die geguckt hat. So, wie hat sie denn geguckt? Oh, hallo Fremder. Hi. Na, was darf sein? Wir machen ja auch sowas. Wo hast denn Sophie gelassen? Die ist zu einem Nachwuchsgastspiel eines DJs. Ja, warum bist du nicht mitgegangen? Ach, keine Lust. Außerdem war der Tag im Krankenhaus eh schon so anstrengend. Warum machst du nicht einfach früher Schluss und nimmst dir ein bisschen Arbeit mit nach Hause? Haha.
Du hast genauso einen merkwürdigen Humor wie einer meiner Kollegen. Wieso? Erzählt der Witze im OP? Wenn es nur das wäre. Er parodiert ständig Kollegen, Politiker, Schauspieler. Den hier zum Beispiel. Und der Patient ist, ehe es noch begreift, längst schon von uns eingeseift. Skalpell, meine Herren, Skalpell, meine Herren, Skalpell, Skalpell, Skalpell. Und du bist sicher, dass du Arzt werden willst? Wieso? Bei deinem Talent als Komiker? Mit wem hast du denn gerade telefoniert? Oh Gott, was? War das Jan? Ja, ich hatte solche Unterleibsschmerzen und ich war sehr hilflos. Da habe ich eben Jan angerufen. Oh mein Gott. Wieso Jan? Was soll er denn am Telefon machen? Ich wollte doch nur mit jemandem reden. Dabei sind die Schmerzen von ganz allein weggegangen. Und wieso wächst du mich nicht auf? Ich lieg direkt neben dir. Tim, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Du hättest mal dabei sein sollen, wie du dich hier rumgewälzt hast im Schlaf. Das ist noch lange kein Grund, mich nicht zu wecken. Gerade wenn es dir nicht gut geht. Ich will nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst, nur weil es bei mir ein bisschen zieht. Julia, wenn irgendwas mit dir ist oder mit unserem Kind, dann geht mich das genauso viel an wie dich. Ja, natürlich. Also versprich mir bitte, dass du das nächste Mal Bescheid sagst, wenn was ist, okay? Ja, ich verspreche es dir. Mit einer Heraufbeschwörung des Bürgerkriegs zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland. Die junge, wilde irische Kunst sucht andere Themen. Das auch. Moment mal, ich wollte... Susanna, ich muss... Arno, lass es, Ela, bitte. Ela. Entschuldigung. Was ist eigentlich los? Ich finde es ja gut, dass du dir ein Hobby zugelegt hast. Ich halte zwar nicht viel vom Motorradfahren, aber wenn es dir Freude macht, bitte. Und weil es dir Freude macht, gebe ich 1000 Mark dazu. Und was machst du? Gehst ins Casino, haust sie auf den Kopf. Auf einen Schlag. Im Casino? Wer hat dir das gesagt?